Der MG Cyberstar ist ein Elektro-Roadster mit Cabrio-Verdeck, hübschen Äußeren und bis zu 544 PS. Es wurde vom chinesischen MIIT ausgestellt und erhielt nun die Produktionserlaubnis. Da das Elektro-Cabrio bald auf den Markt kommt, wird es langsam Zeit, dass wir da mal ein Auge drauf werfen. Ach und übrigens, wenn ihr die neuesten Infos aus der Elektromobilität nicht mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Nur knapp 10% aller Zuschauer sind nämlich Abonnenten, der Rest hat den Button wohl nicht gefunden. Das ist, der da. Und nun seht ihr alles, was man aktuell zum MG Cyberstar wissen kann, jetzt hier auf Project Drive. Der elektrische Roadster von MG geht in Serie und die Premiere des Cyberstar soll noch in diesem Monat im April 2023 vonstatten gehen. Was die Positionierung und damit vermutlich auch den Preis angeht, so müssten sich die Verantwortlichen nochmals neu besinnen. Kurz bevor wir den Prototypen erhielten, hielten wir das Auto für den natürlichen Nachfolger des MG-F, doch das ist er ganz und gar nicht, sagte der MG UK Vermarktungsdirektor Guy Pigounakis. Unklar ist, ob es bei der Bezeichnung Cyberstar bleiben wird. Medienberichten zufolge hat sich die Marke Anfang 2022 den Namen MG C-EV schützen lassen. Der MG Cyberstar hat klassische Coupé-Proportionen mit einem kurzen Heck und einer langen Motorhaube. Außerdem hat er ziemlich große Überhänge und sportliche Lufteinlässe. Seine Scheinwerfer sind oval. Das Cabrio ist ein bisschen eine kleine Hommage an einige MG Roadster der alten Schule der 1960er und 70er Jahre. Von hinten bekommt der Cyberstar einen sportlichen Heckdiffusor, einen kleinen Kofferraum, pfeilförmige Rückleuchten und den Modellschriftzug. Das Innere des Cyberstar wird sich stark von dem des MG4 und MG5 unterscheiden. Dank durchgesickerter Bilder eines Testwagens von der chinesischen Seite Weibo kann man ein Lenkrad im Yoke-Stil erkennen, ähnlich dem, was Tesla im Model S und Model X anbietet. MG könnte ein Lenksystem mit variabler Übersetzung einbauen, um die Bedienung des Yokes bei niedrigen Geschwindigkeiten zu erleichtern. Aber dies wurde noch nicht bestätigt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Schaltwippen hinter dem Yoke verwendet werden, um die Rekuperationseinstellungen des Autos anzupassen. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein geschwungenes digitales Armaturenbrett, das in Verbindung mit der eher einhüllenden Mittelkonsole für eine fahrerorientierte Kabine sorgt. Der Hauptbildschirm wird wahrscheinlich ein 10,25 Zoll Touchscreen sein, der vom MG4 übernommen wurde. Auf dem Armaturenbrett befindet sich eine Reihe physischer Tasten und auf der Mittelkonsole befindet sich ein weiterer, dritter Bildschirm. Frühere Erlkönig-Bilder haben gezeigt, dass der Cyberstar die schwimmenden Kopfstützen des Konzepts Zero Gravity verwenden wird. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebauten MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DAZONI wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DAZONI IQ auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der MG Cyberstar mag auf den ersten Blick wie ein kleines Fahrzeug aussehen, aber für einen Roadster scheint er ziemlich groß zu sein. Er ist nämlich 4,53 Meter lang, 1,91 Meter breit und 1,32 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,69 Meter. Nur als Vergleich ist er 188 mm länger als der Porsche Cayman. Der Cyberstar ist auch ein ziemlich schweres Auto für seine Größe. Das Leergewicht beträgt nämlich also je nach Version 1850 bis 1985 Kilogramm. Das Bruttogewicht erreicht bis zu 2210 Kilogramm. Erwähnenswert ist, dass der Cyberstar mit 245er 20 Zoll Rädern an der Vorderachse und zwei 75er 20 Zoll Rädern an der Hinterachse ausgestattet werden kann. Das Einstiegsmodell wird mit 245er vorne und 275er Rädern hinten auf 19 Zoll Felgen ausgestattet sein. Der Cyberstar wird mit einer NMC-Batterie von United Auto Battery Systems, dem Joint Venture zwischen SAIC und CATL, ausgestattet. Die genaue Kapazität ist nicht bekannt. Die Reichweite soll aber bis zu 800 Kilometer nach CLTC betragen.
Der Einstiegs-Roadster hat einen Elektromotor an der Hinterachse mit 314 PS. Die Top-Ausstattungsvariante des Cyberstar verfügt über Allradantrieb und 2 Elektromotoren. Vorne sitzt der erste mit 204 PS. Der zweite Elektromotor sitzt an der Hinterachse und leistet 340 PS. Die Gesamtleistung des E-Cabrios beträgt also 544 PS, was für einen Roadster schon richtig stark ist. Seine Beschleunigungszeit von 0 auf 100 ist noch nicht bekannt, aber seine Höchstgeschwindigkeit ist je nach Version auf 193 bis 200 km/h begrenzt. Wie anfangs schon erwähnt, ist noch kein Preis bekannt. Ich spekuliere deswegen einfach mal ins Blaue und sage, mit Blick auf die aktuelle MG-Preisgestaltung, einen Startpreis von knapp unter 30.000 € in China voraus. Sollte er denn nach Deutschland kommen, gehe ich von locker 40.000 € aus. Aber was meint ihr? Wie viel wird das elektrische Cabrio von MG kosten? Sagt mir das in den Kommentaren. Der Cyberstar ist ein wirklich interessantes Fahrzeug. Es hat ein klassisches Styling und viel Leistung, was mir natürlich sehr gefällt. Aber was haltet ihr vom MG Cyberstar und wäre der was für euch? Sagt mir auch das in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!